sag lieber was Gesundes, ne? Nein, Spaß. Gut eigentlich. Also natürlich berührt einen das, was auf der ganzen Welt passiert. Ich glaube, jeder Einzelne braucht auch ein bisschen, um das Ganze zu verarbeiten, das Ganze zu verstehen. Prinzipiell ist es einfach wichtig, denke ich, für mich und für alle anderen auch, einfach ja, sich daran zu halten, was tagtäglich dann auch besprochen wird von den Behörden und einfach auch weiter positiv zu bleiben. Ich meine, wir sind natürlich in einer privilegierten Situation, sage ich mal, als vielleicht andere und deshalb muss man sich auch erstmal in den anderen Köpfen erstmal hineinversetzen und das Ganze verstehen und dementsprechend dann zu handeln. Ich denke, das tut jeder so ein Stück weit immer jeden Tag und versucht dann am Ende ein positives Ergebnis einfach rauszubekommen, indem ja, einfach Aktionen gestartet werden, die den Leuten einfach, weil die Leute haben natürlich zu Hause viel Langeweile, haben vielleicht nicht die Möglichkeit, auf den Balkon zu gehen oder in den Garten und von daher ist das schon schwierig, wenn du dann auch Familien zu Hause hast mit 2, 3 Kindern in einer 80er Quadratmeter Wohnung oder weniger sogar und das ist wahrscheinlich nicht alles ganz leicht, aber wie gesagt, wie wir in den letzten Tagen und Wochen auch an alle appelliert haben, ist es einfach wirklich wichtig, sich daran zu halten. Nur so können wir halt wirklich die Kette, sage ich mal, unterbrechen und da muss jeder einfach kürzer treten, das Ego hinten anstellen und dann werden wir es wie nie zuvor, glaube ich, diese Möglichkeit oder diese Freiheit draußen wieder zu schätzen wissen und meine Hoffnung ist, dass sich das dadurch einfach ja, die Art und Weise, wie wir miteinander umgehen, einfach sich ein bisschen verändert, dass jeder das Leben hoffentlich nicht so ernst nimmt. Natürlich musst du es, aber einfach ein bisschen mehr Spaß haben und ich glaube oder ich hoffe, dass ist dann ein Resultat daraus, aber die Nebenschauplätze, die werden natürlich bleiben. Ja gut, wenn du Kinder hast, dann hast du keine Langeweile, das ist auf jeden Fall klar, von daher keine Ahnung, es gibt so viele Sachen, die du zu Hause machen kannst. Also wir haben jetzt auch zu Hause Sachen, die stehen geblieben sind, weil du entweder keine Lust hattest, das ist auch klar, oder keine Zeit, obwohl es mehr keine Lust war, kannst du dann zu Hause jetzt erledigen. Klar sind vielleicht keine Dinge, die 2, 3 Tage brauchen, aber ansonsten gibt es ja noch das Internet für alle BVB-Fans, natürlich Highlight-Spiele anschauen. Ich glaube, da will man Stunden noch sitzen. Es ist tatsächlich so, dass er ein sehr, sehr aufgeregter Junge ist, das auch auf seine Kinder abfärbt. Sein kleiner Sohn ist immer nach dem Spiel bei uns mit in der Kabine und dann spielen wir auch ein bisschen Fußball noch mit ihm und er freut sich unheimlich. Und ja, wir haben auch eine eigene Gruppe, wo er ab und zu auch mal Bilder schickt oder andere Jungs auf den Arm nimmt. Ich glaube, diesen speziellen Fall gibt es gar nicht, aber er ist halt für alles zu haben und andere Jungs natürlich auch. Aber Rafa ist halt Rafa, den muss man einfach mögen, kennen und dann sein Humor ist einfach, ja, schon top, ja. Ich sag lieber was Gesundes, ne? Weil, nein, Spaß. Ja, Müsli-Riegel zum Beispiel, halt sowas zwischendurch einfach nicht auf deinem Magen natürlich liegt, mit Schokolade oder Chips oder so, aber was halt dir neue Energie gibt und da gibt es halt Müsli-Riegel, machst dir vielleicht einen kurzen Obstteller mit Müsli und Joghurt oder was weiß ich drin, ja, das würde ich schon sagen. Manchmal. Also es ist wirklich abhängig davon, irgendwie, worum es in dem Spiel vielleicht auch geht. Champions League ist natürlich ist einfach so, hast du nochmal eine andere Konzentration vielleicht. Oder besondere Spiele im DFB-Pokal, in der Bundesliga natürlich auch, ganz klar. Aber du hast natürlich wie auf Arbeit auch, am Anfang bist du immer aufgeregt und musst dich erstmal eingrooven, aber nach der Zeit hast du halt die Routine drin und weißt halt mit Situationen besser umzugehen.
Aber aus Erfahrung muss ich sagen, je aufgeregter du bist eigentlich, desto konzentrierter bist du auch und glaube ich, kannst du auch deine bestmögliche Leistung, glaube ich, auch abrufen. Aber es ist halt nicht immer möglich, weil die Routine auch einfach mitspielt und du dann oder dein Herzschlag nicht so groß ist wie bei anderen Spielen vielleicht. Aber ist natürlich immer was Besonderes, dann in besonderen Spielen in unserem Stadion zu spielen, weil dann geht das Herz natürlich schon hoch. Ja, Wahnsinn. Also es ist ja auch, sage ich mal, eine Sache, die du koordinieren musst, die du üben musst. Das weiß ich nicht ganz genau, ob du es machen musst. Aber es müssen halt alle mitspielen. Ne? Ist ja nicht mal so, du hebst das Ding einfach hoch, sondern auf Physik sind über 20.000 und die müssen halt alle an einen Strang ziehen. Von daher muss es schon ein bisschen koordiniert sein, ganz klar. Aber unfassbar halt. Das ist halt wirklich Gänsehaut und denkst halt jedes Mal, was die sich halt wieder Neues ausgedacht haben. Ich sag mal Top 3. Top 3 würde ich sagen Champions League Halbfinale, Real Madrid zu Hause. Ich glaube, da haben wir unfassbar gespielt. Also nicht nur das Ergebnis, sondern die Art und Weise auch. War typisch Dortmund. Ja, ich würde schon sagen, Bayern letztes Jahr, 3-2. War einfach ein Auf und Ab und würde ich auf jeden Fall zustimmen. Das sind richtig, boah, Leute, helft mir doch mal. Was haben wir denn noch? Malaga wäre mir zu einfach. Ja, wie gesagt, das Derby, wo wir 3-0 gewonnen haben, zu Hause. Ich weiß aber nicht mehr, welches Jahr das ist. Das müsst ihr mal raussuchen. Aber auf jeden Fall, das war glaube ich, sensationell, weil das war noch unter Kloppo, ne? Ja, unter Kloppo war das. Ja, das war unter Kloppo, weil das war die schwierige Phase und da sind wir dann gerade wieder in der Rückserie wieder hochgekommen. Ja. Mittlerweile schon, ja. Früher, ehrlich gesagt, nicht so. Ich hatte in Aalen, glaube ich, 47 und dann 21, Nationalmannschaft erst 21. In Gladbach war es so, dass damals Marco Marin dann gewechselt ist und ich bin dann gekommen und die 11 war frei und habe ja gedacht, alles klar, nimmst mal sowieso eine andere Nummer. Die 10 war, glaube ich, nicht frei. Von daher habe ich dann die 11 genommen und bin bis jetzt ganz gut damit klargekommen und habe sie dann versucht auch weiter hier zu verwenden. Und das wurde mir gewährt und von daher wird das wahrscheinlich immer meine Nummer bleiben. Nee, ich glaube, Trainer ist, glaube ich, nichts für mich. Irgendwann hast du auch die Schnauze voll, glaube ich, was alles drumherum betrifft, Mediale und schieß mich tot. Aber vielleicht Jugendtrainer für die U11 oder U12, darauf habe ich auf jeden Fall Interesse, weil es einfach Spaß macht, weil du die kleinen Kids, sag ich mal, trainieren kannst und auch verbessern kannst und verändert sich auch immer was, hast verschiedene Dinge, als auch einfach in Deutschland oder in Dortmund einige Dinge einfach voranzutreiben, Aktionen zu starten, den Menschen einfach ein besseres Leben zu ermöglichen, Dinge zu verändern. Das sind so Ziele, die man auf jeden Fall umsetzen kann.